Heute gibt's Neuigkeiten. Willkommen auf meinem Kanal. Wenn du mich noch nicht kennst, ich bin die Babs und auf diesem Kanal bekommst du gefährliches Halbwissen professionell vermittelt. Und heute gibt's Neuigkeiten. Und oh Gott, ich bin so aufgeregt. Ich nehme das jetzt hier zum 4. Mal auf, weil ich so aufgeregt bin, dass ich entweder das Falsche sage oder zu viel sage. Und ich bin so nervös, wie ihr reagieren werdet. Ich glaube, mir liegt da vielleicht mehr dran, als es sollte, aber ich bin so aufgeregt. Oh Gott, bringen wir es hinter uns. Ich habe vor einiger Zeit für mich Label entworfen, sowas hier, und habe mir die drucken lassen. Ich habe das dann gepostet. Ich blende euch das Short hier mal ein. Ihr findet das auch auf meinem Kanal. Und ich habe ganz liebe Nachrichten auch auf Instagram bekommen, dass euch das richtig gut gefällt. Da war ich so im Flow und habe dann vor mich hin gezeichnet und entworfen. Und dann habe ich ein Endlosmuster gemacht und habe mir auch das drucken lassen von einer anderen Firma auf Stoff, weil meine Wachstücher fast alle sind. Denn immer, wenn ich Freunden irgendwas in meine Wachstücher einpacke, an Essen nach einem gemeinsamen Abend, kriege ich meine Wachstücher nicht zurück. Also habe ich mir dieses Motiv entworfen und auch darauf habe ich so viele liebe Nachrichten bekommen. Was ein schönes Motiv. Wenn es das als Taschenstoff gäbe, würde ich sofort Tasche draus nähen. Ja, und dann habe ich noch ein bisschen weiter entworfen und war irgendwie in meiner Kreativität. Und dann dachte ich, was mache ich denn jetzt mit dieser ganzen Kreativität? Und dann bin ich auf die Suche gegangen nach einem Anbieter, der die Sachen alles aus einer Hand druckt, zu Großhandelspreisen, sodass man das, wenn man es anbieten wollen würde, zu einem vernünftigen Preis anbieten könnte. Und habe da gesehen, der macht sogar noch Bügelbilder, habe dann noch Bügelbilder entworfen. Und ja, jetzt habe ich einen Online-Shop dazu gebastelt und da könntet ihr die Sachen theoretisch erwerben. Aber ruhig Blut. Ich blende euch den Shopnamen hier mal ein. Ich habe lange überlegt jetzt und auch mit Freunden und mit meinem Mann gesprochen, wie ich das wohl am besten angehe. Ich möchte nicht, dass etwas produziert wird und sehr viel Ressourcen verbraucht, was dann irgendwo in der Ecke verstaubt, weil es euch nicht gefällt. Jetzt weiß ich ja noch nicht, was euch wirklich gefällt von meinen Sachen, die ich so zusammen entworfen und zusammengebastelt habe. Oder wo ihr sagt, boah, nee, eher nicht so meins. Und jetzt möchte ich einfach Ressourcen sparen, einfach im Sinne der Nachhaltigkeit und das nicht alles überproduzieren lassen. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, das sind natürlich auch Kosten, in die man sich stürzt. Und ich möchte auch da versuchen, das Risiko so klein wie möglich zu halten. Deshalb könnt ihr ab sofort vorbestellen. Und zwar bis zum 31.05. Also am 1.06. werde ich dann den Online-Shop erstmal alles auf nicht verfügbar stellen und werde die Sachen produzieren lassen, die ihr tatsächlich wollt. Und das, was besonders nachgefragt war, werde ich wahrscheinlich ein bisschen mehr produzieren lassen und dann im Online-Shop auch verfügbar stellen. Der Plan ist, dass ich das im Juni alles erledige, bestellen. Das dauert natürlich, bis das gedruckt ist, bis das hier ist und zuschneiden, sofern nötig. Und dann wollte ich das spätestens zum 1.07. hoffentlich an die rausschicken, die vorbestellt haben. Ja, jetzt ist das natürlich auch so ein Ding, was mache ich denn, wenn keiner irgendwas vorbestellt? Dann lösche ich natürlich einfach den Online-Shop wieder, dann war es ein netter Gedanke. Und mehr auch nicht, das ist dann auch in Ordnung, dann bezahle ich halt den Online-Shop noch ein Jahr, aber dann ist erstmal nichts Größeres passiert. Ich hoffe natürlich, dass euch meine Designs gefallen. Ich habe da jetzt sehr viel Energie und Zeit reingesteckt und ich hatte wirklich sehr, sehr viel Spaß beim Machen. Und ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es euch gefallen wird, aber ich dachte mir, ich probiere es mal, ne? Ich schaue mal, was passiert. Ihr habt mir, wie gesagt, so nette Nachrichten geschrieben, ihr habt mich so bestärkt und ermutigt, dass ich einfach dachte, ich traue mich das jetzt mal. Die Firma, die das Ganze herstellt, die sitzt in der EU.
Die ganzen Naturstoffe sind alle Ökotex 100 zertifiziert. Sprich, das ist auch gar kein Problem, das für so Wachstücher zu verwenden und da Lebensmittel drankommen zu lassen. Ich zeige euch das jetzt hier mal. Dafür entschieden, ein paar Kategorien anzulegen und darin verschiedene Designs. Das sind zum einen Taschenpaneele. Da dachte ich mir, ist eine Größe volle Breite, das ist etwa 1,40 mal 50 Zentimeter wirklich viel Stoff ist, um daraus Mäppchen, Boxybags, Taschenklappen oder auch ganze Taschen zu nähen. Dann habe ich Bügelbilder, denn die Firma bietet auch noch Bügelbilder an und das fand ich super cool. Also habe ich auch noch ein paar Bügelbilder entworfen. Da bekommt ihr immer ein ganzes Sheet, könnt euch die ausschneiden und aufbügeln. Und auch da habe ich mehrere Varianten angelegt. Genauso von den Kunstlederlabeln. Auch das ist immer ein ganzes Sheet mit verschiedenen Labels drauf, die ihr euch dann ausschneiden könnt. Außerdem gibt es noch die Kategorie Schnittmuster und Anleitungen. Da ist momentan ein Schnittmuster und eine Anleitung drin. Kostenlos für euch zum Download. Sprich, einfach in den Warenkorb legen und beim Checkout müsst ihr zwar eure Daten angeben, aber da steht schon dabei, dass keine Zahlung eingezogen wird. Und dann kommt eine Mail und in dieser Mail ist ein Link und mit dem könnt ihr das einfach runterladen. Und dann hatte ich noch die Idee, ich finde diese Wachstücher wirklich, wirklich immer eine coole Sache, euch da Komplettsets anzubieten. Also einen zugeschnittenen Stoff und zwar immer 5 Stück, 20 mal 20 Zentimeter und Bienenwachsplatten natürlich und Pinsel, sodass ihr zu Hause direkt loslegen könnt. Die Kanten schneide ich schon mit Zickzackschere zu. Der Stoff wird vorgewaschen von mir. Ihr müsst da gar nichts mehr machen. Ihr müsst einfach nur noch loslegen. Eine Anleitung steht auch immer mit dabei auf der Seite. Ja, und jetzt sitze ich hier und weiß natürlich nicht, gefällt euch das nicht. Ich möchte, wie gesagt, nicht vorproduzieren. Ich möchte jetzt erstmal über Vorbestellung gucken, was euch überhaupt gefällt. Denn wenn man jetzt sagt, bei den Taschenpaneelen, es gibt ja 3 verschiedene Stoffkategorien, in denen mehrere Varianten an Design bestellt werden kann. Und das ist immer ein halber Meter. Das heißt, da muss ich auf jeden Fall eine gewisse Menge, wenn ich es vorproduzieren lasse, bestellen, um dann nicht nur 1 Meter zu haben, sprich 2 Paneele, wenn man es bei 50 Zentimetern trennt. Und ich möchte einfach nicht, dass da so viel Material, Ressourcen, Verpackung, you name it, verschwendet wird und das dann einfach nur hier rumliegt. Und natürlich, wie gesagt, ist das auch eine finanzielle Frage. Deshalb hoffe ich, dass ihr vorbestellt, dass euch die Designs gefallen und ich bin gespannt darauf, welche euch gefallen und welche vielleicht so gar nichts sind. Die werde ich dann einfach rausnehmen, das ist auch gar nicht schlimm. Und ja, was ihr dazu sagt. Ich bin so aufgeregt. Keine Ahnung. Also es hängt erstmal gar nichts dran. Wenn niemand irgendwas vorbestellt, habe ich nur einen Online-Shop bezahlt und es ist eigentlich noch nichts Schlimmes passiert. Ich habe ein bisschen Zeit investiert und ein bisschen Gedanken, aber alles gut. Aber trotzdem, weiß ich nicht, ich habe so ein bisschen Angst vor eurem Urteil, dass ihr sagt, nee, ist alles doof. Ist alles kacke, gefällt mir alles nicht. Ja, das kann natürlich auch passieren, ich weiß das. Aber ich hoffe natürlich, dass ihr Spaß und Freude an den Sachen habt, die ich da zusammengebastelt habe. Was heißt eigentlich meine Designs? Also ich male das alles selber oder mit Schrift und so, ne, packe das zusammen, so wie ich das für mich irgendwie für nett finde, wenn man den Stoff zum Beispiel nimmt. Ich habe das Muster komplett selbst gezeichnet und habe daraus ein wiederholbares Muster gemacht, sodass, wenn man das auf größere Stofffläche druckt, das Motiv auch immer durchgehend ist und dass man da nicht eben nur so abgehakte Vierecke oder Rechtecke hat. Deswegen bin ich umso gespannter, denn es ist tatsächlich ein Stück von mir, meine ganz persönliche Kreativität. Es ist wirklich so, wie es auf der Seite steht, mein Design für eure Kreativität. Ein Stück von mir und ja, deswegen bin ich sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ich bin ein wenig nervös, was jetzt passieren wird, wenn dieses Video online geht. Aber naja, wie gesagt, ich will es ausprobieren und ich will gucken, was ihr sagt und lasst mir gerne Feedback da. Ansonsten könnt ihr jetzt vorbestellen. Ihr könnt euch die kostenlose Anleitung und das kostenlose Schnittmuster schon mal runterladen. Das müsst ihr nicht vorbestellen, das geht direkt.
Jetzt bleibt mir nur noch zu hoffen, dass ihr Spaß mit den Designs habt, dass euch die gefallen. Und ja, bis das Video jetzt rauskommt, wird meine Nervosität noch ins Unermessliche steigen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr denkt. Seid ruhig ehrlich, wenn euch das Design vom Online-Shop oder meine Designs gar nicht gefallen, dürft ihr das auch schreiben. Und wenn ihr noch irgendwie einen Tipp habt, warum euch das nicht gefällt, dann wäre ich natürlich super dankbar. Ja, und dann hoffe ich, ihr guckt da mal rein. Und ich würde mich freuen, wenn ihr vorbestellt und wenn ihr diese Geduld habt, wenn euch etwas gefällt, zu warten, bis ich es dann ausliefern kann. Und ja, ich bin gespannt. Oh Gott, ihr merkt schon, ich bin einfach so nervös. Dann schnacke ich jetzt nicht mehr lange rum. Ihr findet den Shop in der Infobox. Lasst mir Feedback da und wir sehen uns nächste Woche. Tschüss!